Erwachsene kennen sicherlich hyperaktive und ungezogene Kinder. Wir alle haben sicherlich schon von Fällen gehört, in denen Kinder aufgrund ihrer Neugier und Wissbegierde schreckliche Dinge angestellt haben. Aber wie weit können die falschen Handlungen von Kindern gehen? Im Jahr 1993 in England wurden zwei Junge namens John Venables und Robert Thompson zu den Tätern eines grausamen Mordes an dem zweijährigen Jungen James Bulger. Niemand konnte den Grund hinter dieser grausamen Tat erklären. Noch verwirrender wurde es, als die britischen Behörden alles daran setzten, die Täter zu schützen. Am 12. Februar 1993 besuchte der zweijährige James Bulger zusammen mit seiner Mutter Denise ein Einkaufszentrum in Merseyside, England. Während sie an einer Fleischtheke beschäftigt war, ließ Denise für einen Moment die Hand ihres Sohnes los, um zu bezahlen. In einem Augenblick war der Junge verschwunden. Laut einigen Zeugen und den Aufnahmen der Überwachungskameras hielten sich zwei 10-jährige Jungen, John Venables und Robert Thompson, an diesem Tag im Einkaufszentrum auf und verhielten sich auffällig. Sie schwänzten die Schule, stahlen Süßigkeiten, Spielzeug und eine Dose Farbe. Das Verdächtigste war jedoch, dass sie ständig kleine Kinder beobachteten, als ob sie ein geeignetes Opfer suchten. In einem unachtsamen Moment von Denise nutzten sie die Gelegenheit, James mitzunehmen. Dank der Überwachungskameras gibt es ein Bild, das zeigt, wie John und Robert den Jungen entführen. Nur 2 Minuten, nachdem Denise und James die Fleischtheke erreicht hatten. Die beiden Jungen führten James zu einem nahegelegenen Kanal. Hier zeigten sie ihre grausame Natur. Laut Zeugen stießen sie James zu Boden, wodurch er sich verletzte, und drohten, ihn in den Kanal zu werfen und ertrinken zu lassen. Der Junge weinte und schrie vor Angst, doch niemand griff ein oder half ihm, obwohl die Gegend noch recht belebt war. Wenn jemand sie ansprach, erklärten John und Robert, dass James ihr Bruder sei oder ein verlorenes Kind, das sie zur Polizeiwache bringen wollten. Die beiden Jungen führten James weiter zu einem Eisenbahngleis in einem Wohngebiet. Dort begannen sie, die gestohlene Farbe in James' Augen zu schütten, und setzten ihre Gewalt fort. Am Ende ließen sie eine Eisenbahnschwelle auf seinen Kopf fallen, was James schließlich bewegungslos machte. Um ihre Tat zu vertuschen, legten sie den Jungen auf die Gleise und beschwerten seinen Körper mit großen Steinen, in der Hoffnung, dass ein Zug vorbeifahren und die Beweise zerstören würde. Nachdem sie ihre schreckliche Tat vollbracht hatten, gingen John und Robert nach Hause. Tage später wurde James' Leiche von Kindern entdeckt, aber aufgrund der schweren Verletzungen konnten die Gerichtsmediziner keine genaue Todesursache feststellen. Die Polizei begann mit einer intensiven Untersuchung und fand schließlich Überwachungsaufnahmen, die James Hand in Hand mit einem der Täter im Einkaufszentrum zeigten. Zunächst glaubten die Ermittler, dass die Täter Erwachsene sein müssten, da Kinder zu einer solch grausamen Tat nicht fähig seien. Die Ermittlungen stießen bald auf eine Sackgasse, da kein Verdächtiger ins Profil passte. Glücklicherweise erkannte eine Frau auf den veröffentlichten Bildern John Venables und Robert Thompson und erinnerte sich, dass die beiden an diesem Tag nicht in der Schule waren. Sie informierte die Polizei. Die Polizei war schockiert, als sie die Jungen befragte, da alle Beweise klar auf ihre Schuld hinwiesen. Ihre Kleidung war noch mit der Farbe befleckt, die sie auf James geschüttet hatten. Zudem fanden Forensieger Blutspuren an ihren Schuhen, die mit James' DNA übereinstimmten. Während der Verhöre gaben John und Robert schließlich zu, dass sie an diesem Tag geplant hatten, ein Kind zu entführen und zu töten. Bei Fragen zu möglichen sexuellen Übergriffen schwiegen sie jedoch. Der Fall schockierte ganz Großbritannien. Niemand konnte glauben, dass solch eine grausame Tat von 2 10-jährigen Kindern begangen worden war. Die Öffentlichkeit reagierte empört und sendete Drohbriefe an die Familien der beiden Jungen. Am 1. November 1993 wurden John Venables und Robert Thompson vor Gericht gestellt. Wegen der Schwere des Verbrechens wurden sie wie Erwachsene behandelt. Um ihre Identität zu schützen, wurden sie vor Gericht als Kind A und Kind B bezeichnet. Doch dies hielt die Neugier der Öffentlichkeit nicht zurück, und über 500 Menschen nahmen an der Verhandlung teil. Trotz ihrer anfänglichen Unschuldsbeteuerungen waren die Beweise erdrückend. Das Gericht befand sie für schuldig und entschied, dass die beiden nun 11-jährigen Jungen alt genug seien, um die Schwere ihrer Taten zu erkennen. Sie wurden zu einer Haftstrafe von mindestens 8 Jahren verurteilt. Damit wurden John Venables und Robert Thompson zu den jüngsten verurteilten Mördern des 20. Jahrhunderts. Nach der Verurteilung forderte ein Richter, ihre Mindesthaftzeit auf 15 Jahre zu erhöhen, da die öffentlich
Nach nur 8 Jahren hinter Gittern wurden John Venables und Robert Thompson entlassen und erhielten neue Identitäten, um sie vor der Öffentlichkeit zu schützen. Die britische Regierung stellte ihnen neue Papiere, Reisepässe und andere persönliche Dokumente aus. Selbst ihre Lebensläufe wurden angepasst, um ihre Vergangenheit zu verbergen. Zusätzlich erließ die Regierung ein umfassendes Verbot für die Medien, über ihre neuen Identitäten oder ihren Aufenthaltsort zu berichten. Journalisten, die Bilder von John oder Robert veröffentlichten, drohten hohe Strafen. Die Bedingungen ihrer Freilassung beinhalteten, dass sie nicht nach Merseyside zurückkehren dürften, regelmäßig bei ihren Bewährungshelfern Bericht erstatten mussten und ihre Identität unter keinen Umständen preisgeben dürften. Ein Verstoß gegen diese Auflagen hätte ihre erneute Inhaftierung zur Folge. Während Robert Thompson scheinbar vollständig aus der Öffentlichkeit verschwand und keine weiteren Verstöße bekannt wurden, war John Venables ein anderer Fall. Nach seiner Freilassung begann Venables, verbotene und gewalttätige Bilder von Kindern zu sammeln. Er geriet in Alkohol- und Drogenprobleme und verstieß wiederholt gegen die Bewährungsauflagen. Einmal wurde er in Merseyside gesichtet und in einen Kneipenkampf verwickelt. Obwohl die Behörden ihm die Freiheit ließen, verlangten sie, dass er sich von Drogen fernhielt. Eine Bedingung, die er bald erneut verletzte. 2008 wurde Venables wegen Besitzes von kinderpornografischem Material verhaftet und zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt. Auch später geriet er immer wieder wegen ähnlicher Vergehen in Konflikt mit dem Gesetz. Trotz mehrfacher neuer Identitäten und Schutzmaßnahmen offenbarte Venables seine wahre Identität eigenständig und brachte damit sowohl sich selbst als auch die Behörden in Verlegenheit. Im Jahr 2019 wurde Venables erneut festgenommen und diesmal auf unbestimmte Zeit inhaftiert. Die britischen Behörden ziehen in Betracht, ihn dauerhaft ins Ausland zu verlegen, da seine Geschichte und wiederholten Straftaten die Öffentlichkeit weiterhin empören. Die Geschichte von James Bulger ist damit noch nicht vollständig abgeschlossen. Wie stehen Sie zu diesem Fall? War es richtig, John Venables und Robert Thompson eine zweite Chance zu geben? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vergessen Sie nicht, den Beitrag zu liken und den Kanal zu abonnieren, um weitere Inhalte zu sehen. Aktivieren Sie die Glocke, um als Erster über neue Videos informiert zu werden.